Hallo, Sebastian wurde kürzlich von der Bild-Zeitung interviewt und dabei ging es um die Frage, ob Boris Becker trotz seiner Vorstrafen in die USA einreisen darf, um dort für einen neuen Arbeitgeber die US Open zu kommentieren. Einen Link zu diesem Artikel tun wir in die Shownotes. Hallo Sebastian erstmal und vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Erzähl uns doch so ein bisschen in kurzen Sätzen, worum es eigentlich geht. Ja, sehr gerne. Also der Sender Sport Deutschland TV hat Boris Becker angeheuert, um die US Open zu kommentieren. Jetzt Stand heute, also Anfang August 2023, soll dieses Turnier Ende August 2023 in New York stattfinden, also in knapp 2 Wochen. Und jetzt stellt sich eigentlich die Frage, ob Herr Becker überhaupt in die USA einreisen darf. Okay, und wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, über die verschiedenen Visen, die einem zur Verfügung stehen, wenn man in die USA reist. Und wir haben uns lange über das ESTA-Visum unterhalten, was viele von uns natürlich kennen, wenn wir in die USA reisen. Das ist so das Visum, das die meisten von uns benutzen, wenn wir dorthin wollen. Genau, und grundsätzlich ist es natürlich so, dass man mit dem ESTA ja sowieso nicht in die USA einreisen darf, wenn man vorbestraft ist. Allerdings muss man natürlich wissen, das ganze Thema ESTA ist ja eigentlich komplett fehl am Platz und deswegen verstehe ich eigentlich auch nicht, warum der Kollege Schwab, der auch von der Bild interviewt wurde, hier dieses Thema überhaupt genannt hat. Denn wer in den USA arbeitet, kann ja nicht mit einem ESTA einreisen, ob er jetzt Deutscher ist oder nicht. Also die ESTA-Frage ist eigentlich hier komplett außen vor. Weil das hatten wir ja in unserem vorherigen Video schon mal besprochen, dass ESTA tatsächlich nur funktioniert, wenn man Urlaub machen will. Wenn man dort arbeiten möchte, dann muss man ein anderes Visum beantragen. Und deswegen diese Fragestellung ESTA und vorbestraft, wie funktioniert das, stellt sich ja eigentlich gar nicht. Denn Herr Becker braucht ja eigentlich was anderes als ein ESTA-Visum. Genau so ist es. Also man kann schon natürlich geschäftlich auch mit ESTA in die USA reisen, um jetzt dort zu verhandeln, zu verkaufen, Investitionsobjekte anzuschauen, Mitarbeiter anzustellen, so sein Unternehmen irgendwie zu überwachen, Training, Messen besuchen. Also das kann man alles machen, ja, Meetings machen, das ist alles möglich geschäftlich, aber eben nicht tatsächlich arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch für alle, die jetzt zuschauen und zuhören. Boris Becker wäre im Rahmen seines Jobs in die USA gereist oder wird dahin reisen im Rahmen seines Jobs und soll dort für seinen ausländischen deutschen Arbeitgeber über eine US-Veranstaltung berichten. Dafür braucht man ein US-Visum, auch wenn man nicht in den USA bezahlt wird. ESTA ist nicht zulässig und die US-Behörden sind hier sehr, sehr genau. Viele ausländische Medienmitarbeiter nehmen es trotzdem nicht ernst. Bei großen Events, das habe ich zum Beispiel erlebt, hier mehrfach bei Mandanten. Es gibt ja in Austin immer South by Southwest. Da fischen dann die Grenzbeamten bei der Einreise täglich Dutzende Journalisten, Kameraleute und so weiter und andere Mitarbeiter ausländischer Medienorganisationen heraus, die kein Visum haben, sondern mit ESTA einreisen. Und die werden dann nach Hause geschickt. Es wird ihnen also der Eintritt verweigert. Problem ist, wenn dir das einmal passiert, darfst du bis zu deinem Lebensende nicht mehr per ESTA in die USA einreisen. Das ist natürlich, die nehmen das, wie gesagt, sehr, sehr genau und sehr streng. Und die Konsequenzen vor allen Dingen sind langwierig. Welches Visum sollte man denn benutzen, wenn man tatsächlich wie Boris zum Arbeiten in die USA möchte? Naja, also da gibt es natürlich für die verschiedensten Berufe und Anforderungen die verschiedensten Visa. Aber konkret jetzt im Fall von Boris wird er ein I-Visum brauchen. Dieses I-Visum ist spezifisch für Mitarbeiter ausländischer Medien, die aus den USA berichten. Es wird auch ein Journalistenvisum genannt. Zum Beispiel alle Korrespondenten von ARD und ZDF, die aus den USA berichten, haben dieses Visum, aber auch Reporter von Zeitungen, Dokumentarfilmer, technisches Personal oder eben Kommentatoren, Moderatoren in anderen Sprachen wie Boris Becker. Und wie schwierig ist es, an so ein Visum zu kommen? Also jetzt mal außerhalb des Kontexts der Vorstrafe eigentlich recht einfach. Ja, es reicht eine Bestätigung der ausländischen Medienorganisation, dass der Antragsteller in den USA für sie berichten soll. Also mal angenommen, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung mich jetzt in die USA schickt, um dort eben von diesem Tennisturnier zu berichten, reicht eigentlich ein Brief,
des Herausgebers oder des Editors, der mir dann entsprechend bestätigt, dass ich dort berichten soll, und dann erhalte ich dieses Visum. Ja? Daher ist aus meiner Sicht das I-Visum eigentlich eines der besten US-Visa überhaupt. Es erlaubt dir nämlich dann, dich 5 Jahre unbegrenzt in den USA aufzuhalten. Du kannst also in den USA leben. Ja. Natürlich nicht dann dort für irgendjemand arbeiten. Du musst eben für ausländische Medienorganisationen arbeiten, ganz klar. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in den USA gerne leben möchtest und einen Hintergrund als Journalist, Podcaster, YouTuber oder irgend sowas hast und es gibt eine einigermaßen glaubwürdige Organisation außerhalb der USA, die dich hier sozusagen beauftragt, für sie aus den USA zu berichten, kannst du dieses Visum bekommen. Das muss nicht ARD und ZDF sein, ja, die dich da beauftragen. Also ich könnte mir vorstellen, auch ein großes Fußballblog zum Beispiel, das über die amerikanische Liga berichten will, oder eine Online-News-Seite, können dich hier beauftragen. Ja? Also das ist ein sehr interessantes Visum. Okay, super. Das hört sich sehr spannend an. Vor allen Dingen finde ich interessant, dass es halt nicht sowas wie ARD und ZDF sein müssen, sondern es können auch kleinere Organisationen sein. Kommen wir nochmal zurück zu Boris Becker. Also er braucht ein I-Visum. Und wie sieht es denn da mit seinen Vorstrafen aus? Genau, genauso wie bei Esther. Wer vorbestraft ist, für den gilt, wenn er Straftaten begangen hat, die also aus amerikanischer Sicht von schwerer moralischer Verwerflichkeit zeugen. Dazu zählen zum Beispiel Vergewaltigung oder eben wie im Falle Boris Becker Betrug. Der bekommt weder ein ESTA oder ein Arbeitsvisum. Man ist dann inadmissible, wie man sagt. Gibt es da irgendwelche Wege, das zu umgehen? Irgendwas, was man machen kann, um trotzdem an so ein Visum zu kommen? Genau, der Ablauf wäre der folgende. Man beantragt das Visum. Ich würde immer natürlich dazu raten, nimm dir einen US Immigration Attorney, der dich dabei begleitet. In der Regel würde man natürlich schon letztlich auf dem Formular ja des Visums ankreuzen, dass man vorbestraft ist. Im Übrigen, es geht eigentlich gar nicht um Vorstrafen. Es reicht auch aus, einmal verhaftet gewesen zu sein, ohne dass man hier in irgendeiner Weise angeklagt wurde. Ja? Also eine Verhaftung reicht aus. Füllt man all dieses Formular aus entsprechend, ja, dann das Visumsformular, reicht es bei der Botschaft ein, und im Grunde genommen würde dann der Botschaftsmitarbeiter, der normalerweise das Visum dann approved, sagen, wir können das so nicht genehmigen. Bitte beantragen Sie einen sogenannten Waiver of Admissibility. Ja, okay. So, und dieser Waiver of Inadmissibility wird dann in den USA beantragt. Das heißt letztlich, die Botschaft reicht es bei einer zentralen Behörde in den USA ein. Wie sieht es denn jetzt spezifisch für Boris Becker aus? Weil seine Strafe ist ja in Bezug auf, was wir so White-Collar-Crime nennen würden. Ist das was, wo grundsätzlich eher ein Auge zugedrückt wird oder wo man sagt, okay, das ist dann trotzdem in Ordnung, wenn sie in die USA kommen? Erzähl uns ein bisschen was dazu. Also meine Erfahrung ist, dass bei White-Collar-Crime oder eben Betrug und ähnlichen Delikten die Chancen eigentlich relativ gut stehen. Man will vor allen Dingen gewalttätige Verbrecher und eben Drogendealer nicht ins Land lassen. Ja. Bei anderen Straftaten ist man geneigt, die Position zu vertreten, dass sich der Betroffene noch rehabilitieren kann, ja seine Strafe schon abgesessen hat, in gewisser Weise dafür bezahlt hat, gebüßt hat und im Grunde jetzt eine zweite Chance verdient. Also grundsätzlich meiner Meinung nach, die Chancen stehen nicht schlecht. Je weiter die Straftat, die Verurteilung in der Vergangenheit ist, desto besser ist es natürlich, ja. Und jetzt nochmal auf dieses Waiver of Admissibility zurückzukommen. Wie lange dauert denn so ein Antrag im Normalfall? Also die US-Behörden sagen auf ihrer Website, es dauert 9 Monate. Okay. Meine Erfahrung ist, dass man mit 4 Monaten rechnen muss, realistischerweise. Okay. Das würde ja bedeuten, dass sich Boris und sein Sender früh um diese Situation hätten kümmern müssen, oder kann man von einem Promi-Bonus ausgehen, dass man sagt, na gut, okay, den Boris, den wollen wir auf jeden Fall hier dabei haben und deswegen macht das nichts, wenn das auf den letzten Drücker gemacht wird? Ja und nein, würde ich sagen. Ja, also jeder Betroffene sollte auf jeden Fall von 4 Monaten ausgehen, ganz klar. Ja, wenn es allerdings im öffentlichen Interesse der USA ist, geht es natürlich auch schneller und es gibt dann eine Art
ich sage jetzt mal, Expressbearbeitung, aber ohne, dass man das jetzt wirklich hier beeinflussen kann oder hier Druck ausüben kann. Ja. Was kann das sein? Also es kann zum Beispiel im öffentlichen Interesse der USA sein, weil durch die Präsenz von Boris Becker die US Open im deutschsprachigen Raum besondere Beachtung in den Medien findet. Ja. Das stärkt den Standort USA und wäre tatsächlich im öffentlichen Interesse. Das könnte eine Argumentation sein. Allerdings, meine Meinung ist die, dass sich hier niemand in den USA für die Insolvenz von dem Boris Becker interessiert. Ja. Und ob er dabei einen Insolvenzverwalter angelogen hat. Ja, ich glaube nicht, dass sich dadurch irgendjemand in den USA bedroht fühlt. Also ich glaube, natürlich, das Vergehen wird als solches ernst genommen und gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da eben möglicherweise ein Public Interest gibt. Trotzdem natürlich, die Zeitspanne ist extrem gering, wenn tatsächlich erst das Visum jetzt beantragt wird. Okay. Also mit viel Glück könnte es eigentlich für Boris doch klappen, dass er in die USA reisen darf und dort für die US Open kommentieren darf. Ich würde mal sagen, meiner Meinung nach hat die Bild die Situation grundsätzlich falsch eingeschätzt. Ja, das habe ich denen auch so in einem Interview ehrlicherweise gesagt. Ich kann mir am besten Willen nicht vorstellen, dass Becker und seine Arbeitgeber erst jetzt damit anfangen, sich um dieses Visum zu kümmern. Also jeder weiß, dass US-Visa komplex sind und so. Kann ich beim besten Willen nicht vorstellen. Ich gehe eigentlich davon aus, dass das seit Monaten geklärt ist, ja, dass jetzt letztlich der Boris Becker, wenn er in die Botschaft geht, hier einfach nur sein Interview macht und dann das Visum bekommt. Ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung dazu, wie der Status in diesem konkreten Fall ist, aber ich würde sagen, der Waiver of Inadmissibility liegt bereits vor. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sport Deutschland die Zusammenarbeit mit Becker groß in den Medien ankündigt, ohne ihre Due Diligence zu machen. Und wenn nicht? Tja, also wenn man sich bisher nicht darum gekümmert hat, dann meiner Meinung nach sieht es dann zappenduster für den Boris aus. Dann muss er das sozusagen zu Hause vom Wohnzimmer dann aus kommentieren. Ich glaube, bei Wimbledon hat er ja auch von irgendwo aus der Ferne kommentiert. Das wird dann wieder passieren. Dann müssen wir alle Ende August die US Open schauen und mal hören, ob wir Boris, von wo wir Boris zu hören bekommen. Sebastian, jetzt, wir hatten ja am Anfang gleich gesagt, wir haben schon verschiedene kleine Videos zusammengestellt zu dem Thema Visum in die USA, zu ESTA, die Herausforderungen und wie man damit am besten umgeht. Wenn jetzt jemand uns zugeschaut hat und gesagt hat, eigentlich könnte ich da noch so ein bisschen Unterstützung vertragen, wie kannst du ihnen zur Seite stehen? Genau, also wir unterstützen natürlich Mandanten seit vielen Jahren bei ihren US-Vorhaben und in die USA auszuwandern, inklusive natürlich auch ihren US-Visa. Wir sind keine US-Einwanderungsanwälte, ganz klar nicht. Wir decken dann eher die Dinge wie, sage ich jetzt mal, steuerliche Dimension, Firmengründung und so weiter ab. Wir haben aber über die Jahre sehr gute Kooperationen mit führenden Einwanderungsanwälten aufgebaut. Meistens sind es US-Anwälte, die aber in Europa praktizieren. Meine Erfahrung ist mit Anwälten, die sich mit Einwanderungsrecht befassen und in den USA praktizieren, hauptsächlich sich mit Mexikanern, die deportiert werden sollen, befassen. Die haben letztlich nicht das Know-how, um europäische Unternehmer beim Auswandern in den USA zu betreuen. Und da gibt es dann auch relativ viele Fälle, die dann abgelehnt werden. Ja, das ist ganz klar meine Erfahrung. Ja, also daher, ich würde immer dazu raten, einen Einwanderungsanwalt zu nehmen für die USA, der in Europa praktiziert und sich spezialisiert hat auf Europäer, die in die USA auswandern wollen. Wir haben da ein ganzes Netzwerk von Anwälten. Es gibt ja auch dann welche, die sind für auf verschiedene Visa-Kategorien dann konzentriert. Also zum Beispiel iVisum haben wir jetzt besprochen. Das sind natürlich eher so Künstler, Medienleute. Ja, da gibt es auch andere ähnliche Visa. Das O1-Visum zum Beispiel fällt in die gleiche Kategorie. Und dann gibt's wieder andere, die sind dann eher auf die Business-Visa fokussiert. Ja, E2, E1, L1A und so weiter und so fort. Ja, wir haben die richtigen Anwälte an der Hand. Wir arbeiten dann mit den Anwälten zusammen in deinem Auftrag. Die Anwälte sprechen meistens kein Deutsch. Wir können dann das Ganze mit den Anwälten auf Deutsch regeln für dich. Und so kommst du dann schnell zu deinem Visum. Du kannst sicher sein, dass ein guter Anwalt dich betreut. Ich sage es nochmal, ein US-Einwanderungsanwalt ist aus meiner Sicht für jedes US-Visum 100% erforderlich. Wer es ohne Anwalt macht, und da habe ich etliche Beispiele, der wird aller Wahrscheinlichkeit nach scheitern. Okay.
Wahre Worte, harte Worte. Vielen Dank, Sebastian, für deine ganzen Informationen heute. Gerne. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.